Hallo meine Lieben, für das heutige Video habe ich eine Email-Tasse. Warum eine Email-Tasse und was wir genau damit machen werden, das seht ihr gleich nach dem Intro. Für dieses letzte Weihnachtsvideo habe ich, wie gesagt, eine Email-Tasse. Die hat hier oben einen silberigen Rand und deshalb ist die auch nicht, also wir können nur bis zu einem bestimmten Bereich hier das pressen und dadurch, dass ich hier eine Erhebung habe, muss ich das dann auch so in die Manschette reinmachen, dass dieser Teil rausguckt. Von dem her habe ich geguckt vom Pressen her, dass ich nicht die ganze Länge verwende. Ich gehe hier maximal auf 6 cm, dann habe ich oben und unten noch so ein bisschen Spiel und wie immer habe ich dann einfach geguckt, wenn ich das in der Presse drin habe, wie weit die Manschette ringsherum geht. Und da habe ich, Moment kurz, meine Hände wollen heute noch nicht ganz so, bin hier Maximum auf 22,5 gegangen, damit ich da wirklich nicht drüber hinausgehe. Ne? Und ich wurde auch gefragt, kann ich diese Tasse mit der Cricut Tassenpresse pressen? Das Thema ist, die wird anders gepresst als die normalen Keramiktassen. Und ich zeige euch das kurz. Wenn ihr Tassen dabei, dort wo ihr die kauft, habt ihr meistens die Angaben dazu, wie die gepresst werden. Ich kaufe meine Sachen bei Yasando, von dem her zeige ich euch das hier kurz. Das sind die normalen Sublimationstassen. Und hier steht für die Tassenpresse Schwarz 4 in 1, das ist die, die ich habe, nebst der von Cricut, ist hier die Presstemperatur 200 Grad, Presszeit 180 Sekunden. Ne? Wenn wir uns die Email-Tasse angucken, dann haben wir hier bei der 4 in 1 175 Grad für ca. 100 Sekunden. Also ihr habt hier komplett andere Parameter und deshalb habe ich das Gefühl, das würde in der Cricut Tassenpresse nicht funktionieren, weil ich kann ja da die Parameter nicht einstellen, ne? Wie bei der 4 in 1 oder bei der 7 in 1. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt damit, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es heute auf jeden Fall mit der 4 in 1 pressen. Jetzt für das Motiv selber will ich was hier ringsherum geht und das dann quasi wie eine wiederverwendbare Geschenkverpackung verwenden, weil ich da dann das Geschenk, wenn es ein kleineres ist, ne, mit ein bisschen Seidenpapier in die Tasse rein und das dann so verschenken, weil dann kann man die Tasse weiterhin auch dann nutzen. Und eben das Design werde ich hier so ein bisschen ringsherum machen und das werde ich zusammenstellen und ich zeige euch kurz, wie ich das gemacht habe. Ich bin hier auf der Seite von Design Bundles, das ist designbundles.net und hier habe ich bei Crafters Sublimation Designs gesucht. Dann kann ich noch nach etwas suchen und hier habe ich Christmas Gnome eingegeben und da ist es auch schon das erste, weil ich habe das schon gekauft. Das ist so ein Bundles mit diesen Gnomen, die ich super süß finde und ich werde dieses mittlere Design verwenden und das habe ich ganz einfach gekauft und ne, wenn ihr das gekauft habt, dann könnt ihr das hier ganz einfach downloaden und dann habt ihr ein PNG-File. Das heißt, wenn ihr das runtergeladen habt, habt ihr hier so einen ZIP-Ordner. Könnt ihr draufklicken, damit der aufgeht. Und dann habt ihr die einzelnen Designs aufgelistet, aber eben alles PNG-Files. Und ich habe hier dieses. Das sieht so aus. Jetzt will ich damit noch ein bisschen arbeiten, weil ich will es nicht genau so haben, sondern ich will einen Wichtel, dann den Spruch und dann die beiden Wichtel und das alles auf einer Reihe. Deshalb gehe ich auf Canva. Das habe ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Und ich habe das hier schon vorbereitet, aber ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Wenn ihr hier einen Premium
Abo habt oder überhaupt ein Abo habt und nicht die Gratis-Version verwendet, dann könnt ihr eigene Designs erstellen, hier mit benutzerdefinierter Größe. Und hier habe ich einfach eins erstellt mit 29,7 x 10,5, weil 29,7 ist eine A4-Seite die Länge und 10,5 ist die Hälfte von einer Breite von einer A4-Seite, weil die wäre eigentlich 21, deshalb 10,5. So habe ich mir mein Design erstellt. Dann habe ich hier wunderbar diese längliche Seite und weiß auch schon, ne, dass ich das dann so ganz einfach drucken kann. Was ich als allererstes gemacht habe, ist hier bei den Elementen ein Rechteck eingefügt. Wenn er denn will. So, dann haben wir das. Und dann habe ich gesagt, eben das, was ich vorhin auf der Tasse gemessen habe, die 22,5 und in der Höhe die 6. So, dann habe ich das kurz grau gemacht, damit es ein bisschen einfacher ist, das Ganze zu sehen. Und dann bin ich zu den Uploads und habe hier ganz einfach Datei hochladen und mir mein Bild da reingeholt. Und wenn ich da draufklicke, wenn das hochgeladen ist, dann kann ich das hier so auf meine Form einfügen, dass es zumindest die Höhe schon mal ausfüllt, wenn ich nur die Gnome angucke. Ich gucke einfach, dass die drauf Platz haben, ne? So, jetzt will ich eben, dass der einzeln ist, dass die beiden zusammen sind und der Schriftzug einzeln ist. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ganz einfach das zweimal noch dupliziert, kurz ein bisschen verschoben. Dann bin ich auf das erste Bild und habe gesagt, zuschneiden. Und jetzt gehe ich, also ich gucke nur den ersten Gnome an und gucke, dass der auf jeden Fall noch ganz drauf ist. Aber hier vom Rest versuche ich so viel wie möglich abzuschneiden. Das ist das Erste. Dann habe ich den Schriftzug, auch da zuschneiden und dann schneide ich so viel ab, wie ich kann, bis ich nur noch diesen Schriftzug sehe. Das ist das, den will ich dann natürlich auch ein bisschen größer haben, das machen wir nachher noch gleich. Und hier will ich den ersten Gnome nicht haben und den Schriftzug nicht haben. Das heißt, ich schneide hier von der Seite so viel wie möglich ab vom ersten Wichtel und unten vom Schriftzug. Den Bart will ich natürlich noch haben. So in dem Stil. An der Größe ändere ich nichts mehr, weil ich ja vorhin geguckt habe, dass das dann auch stimmig ist, wenn ich die alle drei habe. Den Schriftzug kann ich allerdings noch ein bisschen größer machen und den hier zwischen die beiden Designs legen. Jetzt habe ich natürlich überall noch Sachen von vorhin drauf, ne? Und das Graue hier ist nur ein Platzhalter, das wird nachher weiß und deshalb habe ich das so gemacht, dass ich hier ganz einfach Kreise eingefügt habe, die dann aber weiß gemacht habe, weil der Hintergrund wird auch weiß nachher. Und dann habe ich die einfach in der Größe so ein bisschen angepasst und alle Elemente damit abgedeckt, die ich nicht haben will auf meiner Tasse. Ich kann die natürlich auch so ein bisschen länglicher machen. Ich kann die rotieren. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Einfach so, dass alles abgedeckt ist, was ich nicht drauf haben will, ne? Ich will nur den Schriftzug, ich will diesen Wichtel und diese beiden Wichtel. Jetzt kann ich den Hintergrund hier wieder auf weiß setzen. Und dann seht ihr schon, dass ihr von diesen Kreisen nichts mehr seht und ich habe hier das ganze Design. Dann mache ich das so, dass ich hier auf Teilen gehe und ich arbeite mit der bezahlten, also ich habe ein Abo, ne? Von wegen, es kann sein, dass ihr Sachen nicht machen könnt, wenn ihr kein Abo habt. Dann müsstet ihr das mit anderen Programmen bearbeiten.
Ich mache hier Download, dann sage ich transparenter Hintergrund. Dann nehme ich hier das alle raus und nehme nur die erste Seite und sage fertig, und dann haben wir das eigentlich auch schon unter den Downloads gespeichert. Jetzt kann ich auf den Print Manager gehen und sagen lokale Datei öffnen. Dann nehme ich hier das Bild, was ich gemacht habe. Eigentlich wollte ich meine Größe, wie ich das Papier jeweils schneide für eine Tasse. Das habe ich hier nicht, von dem her gehe ich noch kurz in den Print Manager und sage Seitenformate verwalten. Dann passe ich hier die Größe an, nämlich in der Länge sind das 29,7, also 297, und in der Breite sind es 10,5, also 105. Dann speichern unter und sage das Tasse Frau B. Dann weiß ich immer, dass das meins ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir hier wieder lokale Datei öffnen, nochmal diesen Gnome nehmen. Dann lasse ich Ceramic Mark stehen, High Quality, dann beim Spiegeln muss natürlich 1 sein. Beim Layout nehme ich eben hier jetzt meine Tassenvorlage Frau B. Ich sage zentralisieren, Leerzeichen trimmen lasse ich, Beschnittoption lasse ich, Ränder festlegen lasse ich, weil ich habe echt genug Platz ringsherum. Und bei den Jobs sage ich jetzt noch, dass das Design eben 22,5 cm in der Breite ist. Dann gibt es eine Höhe von 5,951. Also ich hatte das ja auf 6 gemacht, aber das passt so. Und jetzt sehe ich hier einen schwarzen Balken. Lasst euch nicht irritieren, der wird nicht gedruckt, und ich kann jetzt hier einfach drucken. Und ich habe natürlich in meinem Drucker, ich habe ganz einfach A4 Seiten in die Hälfte geschnitten. Also hier wären es eigentlich 21 cm und da habe ich das einfach in der Hälfte bei 10,5 cm geschnitten. So habe ich 2 solche Vorlagen und ich verwende die so. Ne? Und wenn wir das ausgedruckt haben, dann haben wir hier schön diesen Ausdruck. Ich schneide das jeweils noch so ein bisschen zurecht, damit ich das besser auf der Tasse platzieren kann. Geht jetzt hier mit dem in der Länge gerade nicht. Ich nehme kurz meinen Nebelschneider und schneide das oben und unten auch noch zurecht. Bin gleich wieder zurück. So, jetzt ist es wesentlich kleiner und handlicher. Jetzt kann ich die Tasse natürlich noch reinigen, damit ich da keine Fussel und keine Fingerabdrücke oder irgendwas drauf habe. Und dann kann ich das auf der Tasse befestigen. Natürlich in der richtigen Orientierung und schön mittig. Das heißt, ich gucke, dass ich hier schon in der Mitte bin, mache das mal auf einer Seite fest. Und dann gucke ich einfach, dass das wirklich schön satt drauf sitzt. Und auch natürlich auf derselben Höhe abschließt. Das hier noch fest. Ich habe das Gefühl, der Rest sitzt eigentlich ziemlich gut. Wunderbar. So. Jetzt kommen wir an die Tassenpresse. Und wie gesagt, ich habe die 4 in 1. Das heißt, ich presse das für 100 Sekunden bei 175 Grad. Keeping people please, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Ich habe eigentlich gemerkt, dass bei den Zogras ausdrucken, weil das echt so dermaßen wenig Tinte auf das Papier bringt, dass ich eigentlich gar kein Backtrennpapier ringsum machen muss, aber ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen, ne? Ich bin lieber vorsichtig, von dem her habe ich trotzdem noch ein Stück Backtrennpapier ringsherum gemacht.
Und am Anfang zum Erhitzen natürlich die Opfertasse rein und auch zum Auskühlen dann wieder die Opfertasse rein. Und ihr seht auf dem Backtrennpapier, da ist absolut nichts drauf. Also eigentlich müsste man nicht. So, jetzt versuche ich das hier vorsichtig zu lösen. Weil was nicht passieren darf, ist, dass euch das Papier, dass ihr das anhebt und dass es dann wieder auf die Tasse zurückfällt. Weil dann bekommt ihr mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Ghosting. Von dem her löse ich das einfach mal auf einer Seite oder versuche es zumindest. Man könnte die Tasse auch auskühlen lassen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. So, ich lasse es hier kurz ein bisschen auskühlen und dann zeige ich euch gleich das Resultat. So, ich habe das Ganze auskühlen lassen. Auf dem Papier habe ich ziemlich viel Tinte drauf, aber das liegt daran, dass es nicht 100%ig gut gepresst hat. Und ich habe jetzt mit 175 Grad für 100 Sekunden, das war jetzt meine erste Emailtasse, die ich überhaupt mal gepresst habe. Von dem her werde ich in Zukunft das versuchen, oder das nächste Mal, wenn ich das mache, werde ich versuchen, das mit 180 Grad für 120 Sekunden. Es ist akzeptabel, also ich werde die trotzdem verschenken. Die muss man nicht wegschmeißen. Jemand, der sich damit nicht auskennt, wird das nicht allzu stark merken, denke ich mal. Aber jetzt könnt ihr die eben genau als Geschenk verwenden und da euer Geschenk einfach reinmachen. Ich habe hier einfach ein schwarzes Seidenpapier genommen. Ein Bändchen, was dazu passt. Und so habt ihr quasi ein kleines Geschenk, was man dann eben auch weiterverwenden kann, weil die Tasse kann man ja dann als Trinktasse ganz normal nutzen, ne? Ich habe gerade noch was gelernt, das muss ich euch noch ergänzen. Und zwar, ich hatte bei Yasando gelesen, ich müsste eine Kontertasse verwenden. Und ich hatte echt keinen Plan, was das so genau heißen soll. Jetzt weiß ich's. Das Thema ist, wenn ich die hier so reingebe und dann gucke, dass natürlich der Rand außen rum stehen bleibt, also nicht in der Manschette drin ist. Dann habe ich hier einen freien Raum. Und dadurch hat die hier, wenn ich das dann zusammen mache, hat die mehr Raum. Hier unten, ne? Und dann macht sie genau diesen hier. Jetzt übertrieben gesagt, aber das ist ungefähr die Form. Und dadurch habe ich natürlich hier oben, das heißt am Rand, weniger Druck, weil die Manschette sich so ein bisschen verformt. Das heißt, wenn ihr Email-Tassen presst, macht ihr am besten hier eine zweite Tasse, natürlich in der gleichen Größe, also am besten genau die gleiche Tasse, hier hinein und macht das dann zu. Ne? Weil dann kann sie sich nicht verformen, sondern sie hat hier auch einen Gegendruck, weil wenn ihr euch das Design anguckt, habe ich so ziemlich überall hier oben habe ich Fehlstellen. Das heißt, da hat es das zu wenig gut gepresst. Das ist eine, was ihr beachten solltet. Und ich würde hier auch nicht bei den Henkeln nicht allzu weit rausgehen. Bei mir war es jetzt schon ein bisschen zu weit. Das heißt, hier ist es schon wesentlich heller geworden. Aber ein bisschen kürzeres Design, das ist das eine. Und das andere eben, dass ihr eine Kontertasse in die Manschette reingebt. Dann wird es auch besser. Ne? Dass ihr aus meinem Fehler lernt, weil ich hatte eigentlich gesagt, dass ich habe es zu wenig lang und zu wenig heiß gepresst, aber ich denke mal, weil das hier so ein bisschen braun geworden ist, das Schwarz, dass es eigentlich schon eher was zu viel gepresst war und nicht zu wenig. Und genau das mit der Kontertasse das Problem war. Ne? Also wenn ihr das macht, guckt, dass ihr auf der Seite eine Kontertasse reinmacht. Das wollte ich noch ergänzen. Und das war eben auch schon das letzte Video in dieser Weihnachtsserie, weil wir haben eben heute den 24. Von dem her
war's das mal für diese Serie. Ich hoffe, euch haben die ganzen Ideen gefallen und ihr hattet Lust, das eine oder andere Projekt umzusetzen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Ich wünsche euch eine schöne Weihnacht. Bis bald! I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.